best it can get. But you still feel so sad. Give me more, give me more, give me more. It comes with no surprise. Your looks are cold as ice. Give me more, give me more, give me more. All your life you wanted to be loved. Thought money would give you what you want. Take it, make it. For that bad race till you die. Take it, turn it. What you're going for the ice. Nothing can stop you from chasing on the street. What's what you want? What is it you really need? And that you try to sleep, but memories got so deep. Just ignore, just ignore, just ignore. Things you have done to get where you're unhappy at. Just ignore, just ignore, just ignore. All the time you spend those lonely nights. All the games that we so full of spite. Take it, make it. For that bad place till you die. Take it, turn it. But you're going for the ice. Nothing can stop. You from chasing on the street. What's what you want? What is it you really need? Money would give you what you want. Take it, make it. For that bad place till you die. Take it, turn it. But you're going for the ice. Nothing can stop. You from chasing on the street. What's what you want? What is it you really need? Ja, hallo. Hallo! Hey! Hallo. Das erste Live-Recording The Entrepreneurs hier im Kultbahnhof. Ja, Cash Cult Cannibals war das gerade. Der Titelgeber für unsere erste Vinyl, die wahrscheinlich jetzt schon draußen ist. Aber bevor wir darüber reden, möchte ich euch fragen, was verbindet ihr eigentlich mit dem Song und mit dem Videodreh? Es war kalt, es war matschig, es war staubig. Wir haben das Ganze bei den Hansenwerken gedreht. Dort wird versucht, ein Kulturzentrum aufzubauen. Alles ehrenamtlich tatsächlich gestemmt bisher. Riesenprojekt. Ich glaube, wir waren alle sehr überrascht über die Größe auch des Ganzen. Ja, und nochmal vielen Dank, dass wir das da drehen durften. Es ist, wie gesagt, der Namensgeber für unsere erste Vinyl, die jetzt draußen ist. Bei Stay Sick Records erschienen bei Marco, ein Label aus Leipzig. Hallo Marco. Hallo. Artwork von Starlach Studios, auch aus Leipzig. Und es war für uns ja generell die erste Zusammenarbeit mit sowohl einem Plattenlabel als auch einem Künstler, der für uns ja das Artwork gemacht hat. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also das erste Mal was in die andere Hand zu legen, fiel es euch schwer, da zu vertrauen und das abzugeben? Vielleicht, André, du hast das ja davor am meisten gemacht. Tatsächlich fiel es mir überhaupt nicht schwer. Ich fand es großartig, dass wir da Unterstützung hatten. Also weil auch relativ schnell klar war, dass Sascha ein gutes Gespür dafür hatte oder auch hat, was wir wollen. Also er hat halt den ersten Aufschlag mit 3 Entwürfen gemacht und dann war halt irgendwie klar, ja okay, der eine ist es, und von da an hat das Zusammenarbeiten wirklich Spaß gemacht und war mega kooperativ so und sehr wohlwollend. Ja. Wobei du wolltest zumindest immer am Anfang, das war glaube ich, oder machen wir ja immer so am Anfang, erstmal die Leute kennenzulernen. Ja, ich meine, tatsächlich ist es ja auch eine wichtige Sache halt. Also klar ist es cool, wenn das Endergebnis gut ist, aber ich mag halt auch gerne den Prozess mit den Leuten halt dann auch haben und auch mich dann mit denen verstehen. Und also zum Beispiel, ich meine, aus der Perspektive jetzt, wo wir das hier gerade aufnehmen, wir fahren da halt nächstes Wochenende hin, um halt irgendwie die Platten mit Marco irgendwie zusammenzubauen, und dann kommt Sascha hoffentlich auch noch dazu. Und also es ist halt so ein bisschen dieser
überspitzt gesagt, der Familiengedanke halt. Also das ist halt hier, weil ich muss ja auch irgendwie gerne die Zeit mit den Leuten verbringen, die da so dazugehören auch. Ne? Weil es sind ja nicht nur wir 4. Ja, genau. Also das dahin fahren jetzt und dann die ganzen Platten in die Cover tun, das ist halt jetzt nicht einfach nur, das muss halt noch erledigt werden, damit wir endlich unsere Platten haben. Das wird ein schöner Tag, weil wir mit netten Leuten das machen. Also die Cash Card Cannibals LP wird meine Zusammenfassung der letzten 2 Jahre sein, unseres musikalischen Schaffens. Und in dem kommt auch der nächste Song vor, mit dem alles ein bisschen gestartet hat. Enemy. Every day, hypnotized, consider what you face. No, you don't want, no, you don't complain. They got the power of a babe. They make your belly very what they say. There is no issue, it's your enemy. Shall I speak, shall I think yourself? They got the power over you. Oh, your mind is poison. Can't intoxicate. Into control of your personality. You're turning to another enemy. They make you believe every word they say. There is no use, she is your enemy. You shall not speak, you shall not think yourself. They got the power of a babe. Oh, babe. Enemy 2021, ich glaube an Silvester 2021 hat das Ganze gestartet. Hättet ihr damals gedacht, als das Ganze begonnen hat, dass wir heute hier stehen würden, so wie wir hier stehen? Ja. Ich glaube euch kein Wort. Doch. Hast du nicht den Tag noch Volker angerufen und das Studio gebucht? Ja, klar. Also im Grunde genommen hat man natürlich immer die Hoffnung, wenn man was Neues macht, auf das man Bock hat, dass das dann halt auch funktioniert. Ne? Aber dadurch, dass ja auch so viel dazugehört, dass man sich halt untereinander versteht und wir uns halt ja auch nicht kannten. Also wir kannten uns, ihr kanntet euch. Und aber ob das in der Viererkonstellation funktioniert oder nicht, musste man ja
mit der Zeit halt erstmal rausfinden, ne? Also Als Hintergrund, für die, die es auch nicht wissen, wir machen den ganzen Stuff ja meistens selber. Das heißt, die Ideen entwickeln wir zusammen, wir drehen das auch immer zusammen, haben dabei Support von tollen Menschen, auf die wir, glaube ich, nachher nochmal eingehen einfach. Ja, also mir geht es ein bisschen anders tatsächlich. Dachte ich mir einfach, wir gucken einfach, was das wird. Und ich glaube, für mich war es so natürlich einfach, dass ich gemerkt habe, so, ja, man hat irgendwie den gleichen Anspruch. Aber als ich damals reingehört habe, ihr habt ja einfach so ein paar Demos aufgenommen für euch selber, um zu gucken, hey, wie können wir Drums geil recorden? Und ich habe mir das angehört und dachte mir, oh, das ist ja, hat ja Potenzial. Wenn ihr eine Sängerin braucht, ne, sag mal Bescheid. Und es war ja auch Glück, Timo, dass du dann da irgendwie gerade Zeit hattest. Ich glaube, wie war das immer bei dir? Irgendwie, Naja gut, es war halt Corona, dementsprechend hatte ich zwar eine Band, die aber halt auch nicht viel machen konnte in der Zeit. Die hatte ein Album aufgenommen und einfach darauf gewartet, dass es sich lohnt, das irgendwann vielleicht mal zu veröffentlichen, weil das muss man ja irgendwie in Kombination mit Auftritten machen, die es nicht gab. Genau, aber am Anfang dachte ich, ja, okay, ich habe da voll Bock drauf. Ich weiß nicht, inwiefern so 2 Bands gleichzeitig funktionieren. Aber gut, da ich das dann aus der Band dann doch wieder nichts wurde, war umso mehr Platz für dieses Projekt. Aber ich hatte auch von Anfang an ein ganz gutes Gefühl. Also nach den ersten Wochen, dass André und ich irgendwie da zusammen Sachen gemacht haben und so langsam gelernt haben, wie der andere so funktioniert, auch musikalisch, war das halt einfach cool. Hat einfach Spaß gemacht und war schön daran zu arbeiten. Und dann war es cool, dass immer mehr Leute, die auch cool sind, da involviert mit waren. reinkam, ja. Also mich hat das am Anfang total gefordert, aber ich fand es auch gut. Mich packt immer eine Band oder ein Projekt, wenn ich merke, okay, ich mache da irgendwie neue Sachen und ich finde, das Songwriting war schon anders, auch ein bisschen fordernder für mich als bei der Band davor. Und ein Song, der mich besonders damals, glaube ich, gefordert hat, wo es auch ein bisschen gedauert hat und wo ich am Ende total stolz auf das Ergebnis bin, ist der kommende Song, Amnesia. Did you hear this speech just heard? Hear them screaming, shouting out, rocks and ovations left away. Did you listen? Did you learn? Did you scrutinize yourself or else tell me how does it come? That's good. Why do you think I'm a perpetrator? With always an hidden feeder. Now you're free of regret. Keep repeating the words I am sorry. I'm so sorry. I'm so sorry for what I just did. Now you're looking sad. And soon everybody will forget what you did. Running down with your great amnesia. We all got amnesia. That is now they soon forget. Another story hits just me to get thoughts of what will be. So you can just move ahead. No need to pretend or understand what you did, what they did. How this national collective. What is it called perpetrator? We can wait and hit and speed up. Now you're free to regret. Keep repeating the words I am sorry. I'm so sorry. I'm so sorry for what I just did. Now you're looking sad. And soon everybody will forget what you did. Collective, it's a great amnesia. We all got amnesia. We all got amnesia. Ja, einer unserer eher politischeren Songs, wenn man so will. Also ich finde das tatsächlich ziemlich geil, dass wir schon durch unseren Namen und irgendwie auch, ohne dass wir darüber so super krass viel geredet haben, am Anfang ja schon so, wie sagt man das,
relativ schnell klar war, dass wir gewisse Werte miteinander teilen. Ich glaube, spätestens der Bandname hat das so ein bisschen deutlich gemacht. Ja, Entrepreneurs. Nicht Entrepreneurs. Wie viele denken. Wichtiger Unterschied. Das ist ein wichtiger Unterschied, ja. Und ich weiß noch genau, glaube ich, zumindest ist es in meiner Erinnerung so gewesen, ich kam von meiner Arbeit, ich habe damals ja in einem Startup gearbeitet, in einem Coworking Space und habe mich mal wieder tierisch über gewisse Personen aufgeregt und deren Art und dieses, New Work, was irgendwie am Ende doch das Gleiche ist, wie es früher auch schon war. Das gleiche System von Arbeit, von Kapitalismus, aber im Endeffekt mit einem neuen, tollen Gewand, wo man auch Sneaker tragen darf. Und auf einmal ist Arbeit die Erfüllung des Lebens. Nur jetzt ist es nicht mehr scheiße, sondern auch noch als cool gelabelt. Und ja, was das teilweise mit Menschen macht. Und irgendwie haben wir darüber geredet und ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, wir haben kurz über Entrepreneure geredet. Soweit ich mich erinnere, waren wir sogar zu zweit. Ja? Nur ihr beide. Ja, ich glaube, wir sind da nur André. zu zweit gewesen und wir haben darüber abgekackt, über dieses Ding von, ich mache mega schnell mein Startup groß und dann verkaufe ich das für viel Geld, damit ich das nächste machen kann und wieder dann viel werde ich Geld machen kann. Bezos. Ja, und diese Art von Unternehmertum, das halt irgendwie nur auf Profit ausgelegt ist und möglichst schnell Geldmacherei. An sich, wenn man uns beide kennt, könnte der Name von uns sein. Aber Das war meine Idee. auf jeden Fall war es nach so kurzen Moment drüber nachdenken. Ja, warum nicht? Ist doch eigentlich ganz cool. Auch wenn uns tatsächlich von dem Moment an, wo wir uns dafür entschieden haben, bewusst war, dass niemand es aussprechen und niemand es schreiben, buchstabieren oder was auch immer kann. Und es ist völlig in Ordnung. Sagt es einfach, wie ihr wollt, schreibt es, wie ihr wollt, ist scheißegal, wenn ihr die musste Mucke cool selber findet. häufiger nochmal nachgucken, ob ich es jetzt richtig geschrieben habe. Ja. So geil, so, Entrepreneur habe ich schon mal irgendwo gehört. Ja, ich glaube, du meinst Entrepreneur. No one likes it sad pictures, but you make it feel cool. I'm pissed out loud, I like that just when I'm with you. Hey, one more! Take this out, No, more rules! don't fight it. No, don't know! We are one and you'll never understand. No one likes sad pictures, but you make it feel cool. I'm pissed out loud, I like it just when I'm with you. Hey, one more! Take this out, No, more rules! don't fight it. No, don't know! We are one and you'll never understand. Don't fight it. Don't fight it. Don't fight it. Ja, Sip. Einer unserer ersten Songs, die wir gemacht haben, beziehungsweise die ihr zwei gemacht habt. Um es vorwegzunehmen, André, wir kennen uns ja schon länger, Paar Tage, ja. ein paar Tage. Wir haben ja schon mal in so einer anderen Band gespielt, auch relativ lange. Und darüber haben wir, glaube ich, Jonas kennengelernt. Oder habt ihr euch irgendwie anders kennengelernt? Nee, ne? Nee, also wir kannten uns vorher nicht. Aber wie das immer so ist, Inga kannte ich natürlich schon. Selbstverständlich. Ja, die Sängerinnen kennt man immer und die Gitarristen kennt immer kein Mensch. André hat mich angequatscht und meinte, lass uns mal ein bisschen Musik machen. Also, beziehungsweise es ging um Aufnahmen, eigentlich Schlagzeugaufnahmen, ein bisschen testen, ein bisschen ausprobieren, einfach Sachen machen. Und damit es nicht so langweilig ist, haben wir halt Punkrock-Songs angefangen zu schreiben und Sip war der zweite, den wir gemacht haben. Stimmt, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Ganz vergessen, wir sind ja eigentlich eine Pandemie-Band.
dadurch, dass wir in der Pandemie viel Zeit hatten, konnten wir eben auch alles selber machen. Unter anderem alle Recordings unterstützt von Elmar, einem guten Freund und Tontechniker. Elmar! Ja, genau, nächster Song. Wir haben ja alle unsere Recordings auch selber gemacht und die findet ihr auch alle auf der neuen LP, die wie gesagt jetzt schon draußen ist. Und das ist Waiting for the Fall. Used to have, can't find a reason to get up. What have this is done to me? I want this to fucking end. The shadow won't stop. I can't find some peace of mind. Promise me a life. I'm running up. They like to see me burn. Till I Drop! touch me, love me, give me something to feel alive. Alive. Might as well go to hell. I got nothing left to lose. I got nothing left to lose. Got nothing left to lose. The struggle won't stop. I can't fight some peace of mind. Promise me a life. I'm running up. They have to see me burn. Till I Drop! The struggle won't stop. I can't find some peace of mind. Promise me a life. I'm running up. They love to see me burn. Till I Drop! Ja, auch dazu haben wir ein Video gedreht, das, glaube ich, das improvisierteste Video war, was wir jemals gemacht haben. Und dieses Video ist daran schuld, dass wir kurzzeitig der Spionage beschuldigt wurden. Das war großartig. Ja. Wer Also mag es einmal hat erzählen? nicht lange gedauert, dass wir in diesem Laden rumgelaufen sind und haben Wir waren halt in den irgendwie Supermarkt so kurz zur Schilder Erklärung. hochgehalten haben, weil wir die Dinge gezählt haben, die hinter uns sozusagen in den Regalen zu sehen waren. Was man so an Zeug im Supermarkt kaufen kann und was für eine Flut an Sachen halt eigentlich doppelt und dreifach zu kaufen sind. Und es hat nicht lange gedauert und wir hatten dann plötzlich die Kaufhausdetektivin vor uns stehen, die gedacht hat, wir würden Marktspionage für einen anderen Supermarkt betreiben. Was natürlich nicht richtig war. Aber es war ganz gut. Knapp verfehlt. Mit der Ausrede Kunstprojekt sind wir auf jeden Fall dann davon gekommen. Und was heißt Ausrede? Das ist ja auch Kunst. Es ist wirklich Kunst geworden. War ein Kunstprojekt, ja. Es war auf jeden Fall so, dass es am Anfang total aufregend war. Und als wir dann wussten, okay, wir können, weil es ja Kunst ist, jetzt einfach weitermachen. Was weniger aufregend. War es Ja, weniger aufregend. das- war ein bisschen Und da schade. war es irgendwie langweilig. Das war wirklich lustig, weil die dann ja wirklich, wir durften ja einfach weitermachen und nicht Ja. nur, dass wir einfach ungestört weitermachen durften, also ungestört, ja. Nicht, dass wir einfach nur weitermachen durften. Es wurde in allen Abteilungen Ja. Bescheid gesagt, dass wir im Markt unterwegs sind und dass man sich keinen Ja. Kopf machen braucht. Und vor allem mit der Aussage halt auch noch, ja, also wenn ihr vorher angerufen hättet, dann hätten wir euch halt einfach die Listen gegeben, wo drauf steht, wie viele Artikel wir im Regalen haben, dann hättet ihr es nicht zählen Wirklich? brauchen. Warum habt ihr das nicht gesagt? Ja, Das hätten wir ja immer naja, noch weil es machen halt können. zu spät war. Einfach, wir hatten halt ja schon Wir alles haben gezählt. 1250 Schnäpse gezählt. Als ob dir das nicht auch Spaß gemacht hätte. Ja, weiß ich nicht. Haben wir mal einen guten Überblick. Ja. War sehr improvisiert.
Weniger improvisiert war das Video zum nächsten Song, Functional Error. Da hatten wir großartige Unterstützung von Hannah und von Freddy. Genau. Ja, das war mega schön. Der Freddy, der uns geholfen hat als Kameramann, und Hannah, die uns bei der Lichtsetzung in dem Video geholfen hat. Ohne die das Video auf jeden Fall nicht so schön geworden wäre, wie es geworden ist. Also da an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die beiden. Und auch natürlich an die Jungs von der Location, die wir nach wie vor nicht verraten dürfen, wo wir das Video gedreht haben. Aber nochmal herzliche Grüße. Schreibt es nicht in die Kommis. Aber das war einfach ein großartiges Wochenende, an dem wir Enemy und Functional Error gedreht haben. Und es war sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber vielleicht auch einfach nur mal so in der Retrospektive gesagt, das war der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass an dieser Konstellation zwischen uns Vieren irgendwas ist, was mit Sicherheit eine Zeit lang bleiben wird und irgendwie besonders ist, auch wenn sich das ein bisschen schnulzig vielleicht anhört. Aber wir haben tatsächlich einfach wochenlang das vorbereitet, dann 3 krass harte Drehtage gehabt, und als wir dann am Sonntag alles eingepackt und im Auto hatten und wieder ausgeladen und alle völlig fertig waren, haben wir uns trotzdem noch alle zusammen bei mir zu Hause aufs Sofa gesetzt und die ganzen Takes durchgeguckt. Das war der Moment, als ich dachte, okay, die sind alle total tot und setzen sich trotzdem hin, weil sie Bock drauf haben, das jetzt nochmal anzugucken. Das ist was Besonderes. Ja, mir ist tatsächlich noch was anderes dann aber noch in Erinnerung geblieben. Und zwar muss man ja auch sagen, am Sonntag hatten wir diese großartigen Fahrstoßszenen, die wir gedreht haben. Das war, ja. Anstrengend, ja. Wenn man das Video schaut, das ist eher so am Ende, da dreht sich die Kamera und man steht in einem Fahrstuhl. Und ich muss dir leider sagen, ich weiß, es war sehr anstrengend, das im Fahrstuhl zu machen, man sollte sich ja immer bewegen. Mir wurde letztens gesagt, man sieht gar nicht, dass sich der Fahrstuhl dabei bewegt. Doch. Manche sehen es nicht. Ja. Guckt's nochmal an. Also tatsächlich, von wo man guckt. Tatsächlich, wenn das jemand sieht oder das jemand nicht sieht, ist mir das relativ wurscht, weil ich habe mir das einfach überlegt, dass das eine gute Idee wäre, und wenn ich mir das angucke, finde ich das immer noch geil, und das ist irgendwie die größte Motivation, die ich auf jeden Fall habe, solche Videos zu machen, weil ich finde das natürlich toll, wenn andere Leute das auch gut finden, aber wenn erstmal so eine Projekte schön werden und ich damit nachher zufrieden bin, reicht mir das immer erstmal hin. Also auch wenn das sehr egoistisch ist. So, jetzt raten wir alle einmal, wer hier Kunst studiert hat. Richtig. Ich finde, man kann dazu auch sagen, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Appell an die Leute. Guckt euch das Video nochmal an. Guckt auf ein paar Details. Wir haben Flackerlampen zum Beispiel auch gebastelt. Das waren auch lustige Aktionen. Stimmt, ja. Ja, ist sehr viel Arbeit reingesteckt worden. Ich glaube, so in alles, was wir machen. Ja, aber irgendwie macht es ja auch Spaß. Man macht es ja nicht nur für die anderen, sondern auch, wie du sagst, wir machen es eigentlich ja auch, weil eigentlich wir einfach nur Bock drauf für haben. uns. Das ist für die Das Liebe. ist rein egoistisch, ja. Der ganze voll. Bums ist rein egoistisch. Auch Ja, jetzt guck's gerade. einfach nicht Auch an, jetzt ist auch gerade, okay. ja. Wir reden über uns selber, weil wir wollen das halt. Wir reden miteinander, aber... Wir filmen das jetzt auch halt für zu Hause. Hoffentlich habt ihr da auch Spaß. Unsere dran. Eltern. Ansonsten halt nicht, ne? Guckt andere Bands an. Ja, Functional Error. Covering for breakfast to bagel for lunch. My friend next for small talk, you can't dance the sun. It's falling half out and I'm meaning it too. If this isn't machine, now what are you? If this isn't machine, now what are you? Eat, drink, work, repeat. Functional error. I'm a functional error. Can't keep me. Functional error. I'm a functional error. I fuck on the emails, don't forget to check. Stay up with the others so you start to sing. If I'm leading morning to friends and the bells, if this is a machine, now what are you?
Soll ich sagen, vielen Dank. Gehen wir jetzt eine Pommes essen? Ja. Ja. Pommes! Tschüss.